Deutsch lernen durch Hören. Schwarzarbeit. Wenn man in Deutschland arbeitet, meldet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei verschiedenen staatlichen Stellen an. Sozialversicherung und Finanzamt müssen Bescheid wissen. Nur so können sie die Beiträge und Steuern berechnen. Sie werden dann direkt vom Gehalt abgezogen. Der Arbeitnehmer ist durch die Anmeldung sozial abgesichert. Wenn man krank wird, bezahlt die Krankenkasse die Behandlung. Wenn man arbeitslos wird, bekommt man Arbeitslosengeld. Das alles wird aus den Beiträgen finanziert. Auch bei einem Arbeitsunfall ist man nur dann versichert, wenn der Arbeitgeber die Anmeldung erledigt. Wer seine Arbeitnehmer nicht anmeldet, macht sich außerdem strafbar. Eine Anmeldung bedeutet natürlich auch, dass alle Beiträge vom Lohn abgezogen werden. Auch der Arbeitgeber muss noch etwas bezahlen, den Arbeitgeberanteil bei der Sozialversicherung. Manche finden, dass sie sich die Abgaben sparen können und melden ihr Personal nicht an. Das nennt man Schwarzarbeit. Man arbeitet heimlich, sozusagen im Dunkeln. Schwarzarbeit findet man oft auf Baustellen. Daher wird hier auch häufig kontrolliert. Es geht hier aber nicht nur ums Geld. Gerade auf Baustellen ist die Unfallgefahr groß. Wenn dann etwas passiert und man nicht versichert ist, muss man die ganzen Kosten selber tragen, zusätzlich zur Strafe für die Schwarzarbeit. Dann lohnt sich die kleine Ersparnis überhaupt nicht mehr. Deutsch lernen durch Hören.